Moin moin! Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil zur individuellen Raumbeleuchtung. In Teil 1 wurde ja gezeigt, wie man die Räume lichttechnisch separieren kann, und hier in Teil 2 geht es jetzt um die Ansteuerung der LEDs. Wie so immer gibt es auch hier mehrere Möglichkeiten, das umzusetzen. Die schlechteste ist meiner Meinung nach, das Ganze mit mehreren einzelnen Blinkschaltungen umzusetzen. Selbst dann, wenn man ein hohes Intervall von mindestens mal 30 Sekunden oder mehr einsetzt, kommt es dennoch zu einem Muster. Das führt dann dazu, dass wenn man sich die Szene einfach nur etwas länger genau anschaut, man genau weiß, wann welcher Raum angeht und wann welcher ausgeht. Dies lässt sich zum Beispiel wunderbar erkennen bei Star Trek, und zwar auf der Brücke der Enterprise mit Captain Kirk. Im Hintergrund die vielen blinkenden Lichtchen. Möchte man diese wiedererkennbaren Muster vermeiden, so muss man mehr Zufall einbauen. Und wie bekommt man Zufall? Ganz einfach mit einem Rauschgenerator. Das, was ein Rauschgenerator erzeugt, können wir uns hier auf dem Ostsee einmal kurz ansehen. Hier haben wir es mit einem wunderschönen Zufall zu tun. Zumindest Zufall, so wie er uns ausreicht. Das einzige Problem, was wir hierbei haben, es ist von der Frequenz her viel zu hoch. Ein Bauteil, was wunderbar mit hohen Frequenzen auskommt, ist zum Beispiel ein Schieberegister. Ein Schieberegister ist ein integrierter Schaltkreis, zu Englisch Integrated Circuit, Abkürzung IC, hat jetzt ausnahmsweise mal nichts mit dem Intercity zu tun. Dieser kann serielle Daten in parallele Daten umwandeln. So etwas wird übrigens auch in einem PC verwendet. Ganz vereinfacht dargestellt kann man auf der einen Seite über eine Leitung Daten in dieses Schieberegister reinschieben und auf der anderen Seite haben wir mehrere Anschlüsse, um dann entsprechend die reingeschobenen Daten parallel auslesen zu können. Das Schieberegister, was hier verwendet wird, hat 8 Bit. Das heißt, man muss 8 unterschiedliche Zustände auf der einen Seite reinschieben, seriell, nacheinander, und dann steht es gleichzeitig auf der anderen Seite auf 8 unterschiedlichen Pins zur Verfügung. Damit das Schieberegister die Daten, die reinkommen, passend übernehmen kann, wird noch eine Taktleitung benötigt. Wie auch bei einem Computer legt die Taktrate auch die Geschwindigkeit fest. Um das Schieberegister besser zu verstehen, schauen wir uns hier einfach mal ein Beispiel an. Hier auf der linken Seite haben wir diese 8 Zustände, die wir in das Schieberegister reinschieben möchten. Starten wir mit unserem ersten Zustand, und zwar 1, also eingeschaltet, was auch als High-Pegel bezeichnet wird. Unsere Zustände auf der linken Seite bestehen ja aus Einsen und Nullen. Die 0 ist der Low-Pegel und die 1 ist der High-Pegel. Low-Pegel bedeutet quasi 0 Volt und High-Pegel 5 Volt. Starten wir mit unserem ersten Zustand, das ist ja die 1, also ein High-Pegel. Wird jetzt also die 5 Volt an den seriellen Dateneingang von dem Schieberegister angelegt, müssen wir nur noch den Takt generieren. Das bedeutet, einmal ganz kurz 5 Volt draufgeben und wieder wegnehmen. Durch diesen Schritt haben wir jetzt den Zustand 1 auf den parallelen Ausgang des Schieberegisters gelegt, also QA ist jetzt mit 5 Volt belegt. Schauen wir uns jetzt den zweiten Zustand an, das ist ja die 0, also 0 Volt. Und sobald wir jetzt wieder hier einen Takt generieren, passiert Folgendes. Der Zustand, der auf dem parallelen Ausgang liegt, also auf QA, wandert auf QB und der Status, so wie er am seriellen Eingang anliegt, geht auf den parallelen Ausgang QA. Wie man hier jetzt schon sehen kann, während man auf der linken Seite die Daten reinschiebt, schieben sich die Daten beim parallelen Ausgang von oben nach unten runter. Und wenn man das Ganze jetzt für die anderen 6 Zustände genauso macht, dann kann man jetzt hier ganz einfach sehen, wie die Daten reinwandern und beim parallelen Ausgang schön nach und nach zur Verfügung stehen. Was würde jetzt passieren, wenn wir hier unseren Rauschgenerator anschließen? Also nicht an den Takteingang, sondern an den Dateneingang. Ganz genau, die Daten werden quasi genau zu dem Zeitpunkt abgegriffen, wo gerade der Taktschritt kommt. Der Rauschgenerator erzeugt zwar keine rein logischen Signale nur aus 0 und 5 Volt bestehend, aber das ist kein Problem. Da wir es ja hier sowieso mit Zufall zu tun haben, können wir es einfach mal ignorieren, ab wann der Eingang des Schieberegisters die anliegende Spannung als High-Pegel oder Low-Pegel ansieht. Mithilfe des Schieberegisters werden jetzt die Daten, die der Rauschgenerator erzeugt, quasi gespeichert. Zumindest so lange, bis ein neuer Taktschritt kommt. Und als Taktschritt kann man hier zum Beispiel einfach eine Blinkschaltung nehmen. Kommen wir jetzt zum kompletten Schaltplan. Und wie gewohnt, damit das Ganze wieder etwas weniger kompliziert ist, teilen wir das Ganze in einzelne Funktionsgruppen auf. Beginnen wir auf der linken Seite. In dem Hello Kitty Pink haben wir unseren Rauschgenerator. Dann in dem Grün unseren Taktgeber ist eine Blinkschaltung.
Und wenn wir schon ICs verwenden, dann können wir auch gleich hier den NE555 nehmen, ein wunderbarer Baustein. Dann in Gelb die Spannungsanpassung. Warum eine Spannungsanpassung? Ganz einfach, wir haben es ja hier mit 12 Volt zu tun, die aus dem Taktgeber rauskommen und etwas weniger aus dem Rauschgenerator. Das Schieberegister in Rot dargestellt arbeitet allerdings nur mit 5 Volt und sollte auch nicht mit viel mehr als 5 Volt betrieben werden. Entsprechend haben wir auch in Türkis den Spannungsregler, der uns aus den 12 Volt 5 Volt macht. Und die im gelben Bereich dargestellte Spannungsanpassung macht uns aus den zu hohen Spannungen, die sowohl der Rauschgenerator als auch der Taktgeber erzeugen, schöne 5 Volt. Auf der rechten Seite in Blau, das ist eine der möglichen Ausgänge. Man kann natürlich auch wunderbar noch gleich mehrere Ausgänge verwenden. Eines sollte man hier auf jeden Fall beachten, wir haben einen Taktgeber und der Taktgeber legt immer fest, wann entsprechend ein Ausgang ein- oder ausgeschaltet wird. Würde man hier zum Beispiel 3 Ausgänge sich abgreifen und alle 3 für dasselbe Haus verwenden, dann wäre es ein sehr merkwürdiges Verhalten. Denn alle Lichtschaltvorgänge in diesem Haus würden gleichzeitig passieren. Je größer die Anlage ist, desto besser kann man die hier zur Verfügung stehenden 8 Kanäle verteilen, so dass man nach Möglichkeit pro Betrachtungsfeld immer nur einen einzigen Raum sehen kann. Was den Rauschgenerator angeht, hier habe ich bisher keine Idee, euch diese Schaltung passend zu erklären. Lieber gar keine Erklärung und es als Blackbox betrachten, als eine Erklärung, die einfach nur schlecht wäre. Wer sich wundert, dass beim Transistor T1 der Kollektor komplett offen und unbelegt ist, ja, das ist tatsächlich Absicht. Was den Taktgeber angeht, also vor allem den Baustein NE555, hierzu wird es nochmal ein eigenes Video geben, was dieses Bauteil näher erklärt. Daher auch hier keine Erklärung in diesem Video, denn lieber in homöopathischen Dosen und es wird verstanden. Die 2 Spannungsteiler in der Spannungsanpassung, das war ja bereits schon in einem anderen Video erklärt. Und der Spannungsregler hier ist quasi nur ein einzelnes Bauteil und der Kondensator C6 dient einfach nur der Glättung der Spannung. Was den Schieberegister angeht, wir haben ja hier oben den Pin 16 und den Pin 8. Das eine ist die Versorgungsspannung und das andere ist die Masse. Nicht wundern, dass hier diese 2 Anschlüsse außerhalb des ICs liegen, zumindest hier auf dem Schaltplan. Das ist nur eine Frage der Darstellung, denn häufig werden diese 2 Anschlüsse einfach so mehr am Rand geparkt, um den restlichen Schaltplan besser und einfacher und übersichtlicher zu halten. Solch ein Schieberegister kann natürlich auch noch mehr, als man hier jetzt gerade sehen kann, aber auch das wäre einfach zu viel Information für dieses eine kleine Video hier. Was den blauen Teil angeht, dort haben wir T3 als Verstärker, R11 ist wieder als Schutz für die Basis da, R12 ist einfach der Vorwiderstand für die LED und wie gesagt, wenn man mehrere Ausgänge verwenden will, dann braucht man einfach nur die Bauteile aus dem blauen Bereich mehrfach bauen und dann an die unterschiedlichen Ausgänge von QA bis QH anschließen. So, aber genug der reinen Theorie, kommen wir jetzt lieber mal zur Praxis. So, hier haben wir unsere praktische Umsetzung auf dem Steckbrett. Auf der linken Seite haben wir hier 3 LEDs angeschlossen. Das Ganze ohne den Transistor, weil das hier sind Low-Current-LEDs, die sehr, sehr wenig Strom brauchen und deswegen geht es auch ohne den Transistor. Und dann haben wir hier oben noch, das ist eine LED, die ist nicht im Schaltplan drin gewesen. Und die zeigt einfach nur die Taktrate des Taktgebers an. Dann geben wir mal Strom drauf. Wie man sehen kann, es ist wunderbar zufällig. Allerdings ist die Taktrate natürlich noch viel zu hoch. Aber mit einer Taktrate von 1 oder 2 Minuten, also dann müsste man schon einen Zeitraffer machen, um dann dieses Ergebnis überhaupt noch sehen zu können. Um die Taktrate hier verändern zu können, muss man einfach nur den Kondensator C4 austauschen. Momentan ist ein 1 Mikrofarad Kondensator drin und wenn man jetzt auf 22 Mikrofarad wechselt, dann sieht man schon deutlich den Unterschied. Und ja, idealerweise sollte man erst den Strom wegnehmen. So, und jetzt sieht man schon, die LED blitzt nur noch gelegentlich auf. Und wie man jetzt auch gerade schön sehen konnte,
Auch wenn ein Takt kommt, heißt das nicht zwangsläufig, dass die LEDs sich verändern müssen. Der analoge Aufbau eines Zufallsgenerators ist immer sehr aufwendig. Das zeigt ja auch dieses Beispiel hier. Und dann müsste man hiervon ja auch noch gleich mehrere bauen, dass es auch tatsächlich den ernsthaften Anschein von Zufall hat. Wie man das Ganze hier mit einem Bruchteil der Bauteile in digitaler Form lösen kann, und zwar je Kanal mit einem richtig schönen Zufall, das schauen wir uns in einem dritten Teil an, der dann wieder in der Reihe der Mikrocontroller zu finden ist. So, das war's mit diesem Thema. Jetzt noch die üblichen Worte. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten viel Spaß beim Hobby. Lasst euch nicht kleinkriegen, wenn etwas nicht funktioniert. Geht's irgendwann nochmal in Ruhe an und macht's ordentlich. Viel Spaß!